Freiheit zentimeterweise und der Innensenator sagt, Pressefreiheit muss schon mal zurückstehen. Beide heute Abend im Stadtgespräch, 20:15 Uhr, drittes Programm. Und noch ein Programmhinweis. Morgen bringt Berlin heute Abend wieder einen Zuschauerservice. Das Thema: Was mache ich, wenn ich arbeitslos bin? Wie immer haben wir Experten im Studio und am Telefon, die die Zuschauerfragen beantworten. Morgen um 18:30 Uhr auf diesem Kanal. Für Luftverkehrsverhandlungen beider deutscher Regierungen hat sich Bundessenator Rehlinger ausgesprochen. Außerdem plädierte Rehlinger für eine Kooperation zwischen den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Wie der Bundessenator in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel sagte, sollten solche Verhandlungen in die jüngste Initiative der Westmächte eingebettet sein. Nach seiner Ansicht ist die DDR-Regierung zur Zusammenarbeit bereit. Ein 19-jähriger Arbeitsloser wurde heute in Moabit wegen versuchter räuberischer Erpressung und Störung des öffentlichen Friedens verurteilt. Das Strafmaß: 2 Jahre und 3 Monate Jugendgefängnis. Das Delikt: Der junge Mann hatte am 1. März bei Burger King am Breitscheidplatz eine Bombenattrappe deponiert und anschließend 30.000 Mark verlangt. Wegen der Bombendrohung war das Restaurant für 1 Stunde geräumt und die Umgebung abgesperrt worden. Der Berliner Boxweltmeister Graziano Rocchigiani hat ein $500.000 Angebot aus den USA erhalten. Für diese Gage soll der Berliner einen Kampf bestreiten, in dem es nicht um den Weltmeistertitel geht. Rocchigiani wird das Angebot jedoch nicht annehmen. Sein Manager Sauerland kündigte an, dass noch für dieses Jahr eine Titelverteidigung in Berlin gegen den schwarzen Südafrikaner Sugarboy Malinga geplant sei. Nur 4.380 Zuschauer sahen gestern Abend den 10:1-Sieg des BSC Preußen gegen den Tabellennachbarn aus Schwenningen, damit das höchste Ergebnis überhaupt und daraus resultierend die beste Platzierung der Preußen seit Erstliga-Zugehörigkeit. Sie sind jetzt Tabellensechster. Die Sturmreihe mit Schwind, Preuß und Klaus Birk, nominell nur dritte Garnitur, brachte es allein auf 5 Tore. Dazu trafen Malot zweimal sowie Holzmann, Harald Birk und Axel Kammerer. Überragender Mann allerdings Torhüter Klaus Merck, der ein gutes Dutzend Schwenninger Chancen zunichte machte. Die Gäste aus Baden-Württemberg hatten zu keiner Zeit die echte Möglichkeit, den Spielrausch der Berliner zu stoppen. Nach einer klasse Darbietung wie gestern in der Eishalle an der Jaffeestraße werden am Freitag gegen die Düsseldorfer EG auch die letzten Plätze besetzt sein. Von einem Erfolg dieser Größenordnung träumte man nur wenige Meter entfernt in der Deutschlandhalle beim 84. Sechstagerennen. Guter Sport, aber leere Ränge prägten dort das Bild. Bei der einst so beliebten traditionellen Berliner Sportveranstaltung scheint es einfach nicht mehr zu laufen. Martin Zimmermann zieht eine traurige Bilanz. Gestern die letzten Runden in der Berliner Deutschlandhalle, das Grand Finale und wieder nur 1800 Interessierte. Die Berliner Six Days sind in die Jahre gekommen, wie die Idole von einst Klaus Bugdahl rechts und der Kaiser Patrick Sarkü. Wehmütige Erinnerungen an bessere Zeiten und an großen Sport. Den allerdings gab es auch in diesem Jahr zu bestaunen. Anthony Doyle und Danny Clark auf dem Weg zu seinem 52. Sechstagesieg. Und dennoch, die Zuschauerkurve zeigt steil nach unten. Ich dachte eigentlich und glaube auch immer noch, dass der Sport in den letzten Jahren auch bei diesem Rennen keinen Anlass dazu gab, dass weniger Zuschauer kamen. Aber ich weiß auch, das alleine reicht nicht aus, sondern es reicht auch, kommt dazu, dass das Umfeld, dass in der Halle, im Service, in allen Dingen das stimmen muss und all diese Dinge, die eher eine Negativwerbung waren für unser Sechstagerennen als etwas Positives. Wenig Positives tat sich auch in der schrägen Kurve, gähnende Leere dort, wo einst das Leben tobte. Und auf der Bühne ein Showprogramm, das den Absturz der Six Days in die Provinzialität nur begünstigt. Die AMK aber tut sich schwer, Alteingefahrenes mit neuem Schwung zu versehen. Ob wir durch, sagen wir, eine Erweiterung des Unterhaltungsangebots mehr Zuschauer bekommen, da sind wir nicht überzeugt. Aber wir werden das natürlich noch einmal überprüfen. Immerhin, die AMK ließ sich einiges einfallen bei ihren Befragungen vor Ort, aber eigentlich bräuchte sie nur hinzuhören. Das scheint mir so ein bisschen abgedroschen, ne? Das war nämlich letztes Jahr genau das Gleiche. Nur Dietrich Thurau im schwarzen Trikot, Publikumsliebling, konnte bei seinem letzten Auftritt in Berlin den Vorjahressieg nicht wiederholen. Für ihn nicht nur deshalb ein Abschied mit Wehmut. Mir tut es auch leid, dass so wenig Leute heute wieder da sind. Wo es dran liegt, weiß ich nicht, aber es wäre halt schön, wenn mehr da wären und die Stimmung besser wäre. Dafür müssen dann wohl die Messegäste sorgen, bei den 85. Berliner Six Days zeitgleich zur Grünen Woche. Dann hoffentlich vor mehr als den nur 11.000 Zahlenden dieses Jahres. Themenwechseln.
Gestern berichteten wir in der Abendschau über eine ungewöhnliche Form der Räumung in der Gitschinerstraße in Kreuzberg, die ohne richterliches Urteil aber unter den Augen der Polizei erfolgte. Obwohl die Mieter vor dem Verkauf des Hauses vom alten Besitzer eine verbindliche mündliche Zusage erhalten hatten und auch regelmäßig ihre Miete bezahlten, meinte der neue Eigentümer, dass sie sich illegal in ihren Wohnungen aufhielten. Heute ging es um die Klärung der Rechtslage und die Frage, war die Aktion korrekt, dürfen die Betroffenen wieder einziehen? Sehen Sie dazu den folgenden Bericht von Christina Figura. Heute trafen sich nun die wohnungslosen Mieter und der Eigentümer vor dem Amtsrichter in Kreuzberg. Die 8 betroffenen Mietparteien wollten hier eine einstweilige Verfügung erwirken, um wieder in ihre 4 Wände ziehen zu können. Heute Abend gab der Richter den Mietern Recht. Sie dürfen vorerst zurück in ihre Wohnungen. Der Richter erklärte auch, dass die Mieter durchaus das Recht gehabt hätten, zumindest vorübergehend dort zu wohnen. Frage an den Justizpressesprecher: Hat der Staatsanwalt die Polizei beauftragt, die Wohnungen zu räumen? Ich kann dazu ganz klar sagen, dass die Räumung der Wohnung, insbesondere der Abtransport des Mobiliars, von der Staatsanwaltschaft nicht veranlasst worden ist. Die Durchsuchung hatte den Zweck, Beweismittel sicherzustellen, zu sichten, wer insbesondere sich in der Wohnung aufhält. Es ist mit der Polizei in der Tat abgesprochen gewesen, dass zur Personalienfeststellung die Bewohner gebeten werden sollen, das Haus zu verlassen. Das haben sie getan, freiwillig nach meiner Kenntnis. Und als dann die Personalien festgestellt waren, war die Durchsuchungsmaßnahme und damit der Auftrag, den die Staatsanwaltschaft der Polizei in diesem Fall erteilt hat, beendet. So richtig beendet war die Sache dann wohl doch nicht, denn es passierte mehr. Die Möbel wurden rausgetragen. Daran beteiligte sich die Polizei nicht. Die Staatsanwaltschaft wird nun aber prüfen müssen, ob der Durchsuchungsbefehl wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch gegen die Mieter überhaupt rechtmäßig war. Schließlich haben die Mieter Miete gezahlt, der Wirt hat sie kassiert und mündliche Mietverträge vom ehemaligen Eigentümer gab es auch. Ob die Kontrollaktion der Polizei nun gerechtfertigt war oder nicht, die Mieter können wieder einziehen. Wenn der Hauswirt sie nun raushaben will, muss er beim Gericht erst einmal eine Räumungsklage einreichen. Das offizielle Programm von E88 neigt sich so langsam dem Ende zu. Doch auch bei den Schlusspunkten lassen sich die Veranstalter nicht lumpen. Gestern war Premiere eines teuren Theaterspaßes in der Freien Volksbühne. The Forest, der Wald, ein Stück, in dem es keinesfalls nur um das Baumsterben geht, sondern im Prinzip um alles oder nichts quer durch die ganze Menschheitsgeschichte. Einige Ausschnitte von Ralf Lange und anschließend eine Kurzkritik von Heinz Ritter. The Forest, das sind Bilder, Beleuchtung und bedeutungsstarke Symbolik. Ein Monolog von Peter Fitz, der uns gleich in jahrtausendealte Mythen und Legenden führt. Eine Reise in archaische Zeiten. Teuer ist das ganze Projekt gewesen. 3,6 Millionen Mark offiziell. Geschätzt werden aber auch 5 Millionen Mark. Und dies für nur 12 Aufführungen in Berlin. Denn danach soll die Produktion zunächst nach München und dann rund um die Welt gehen. Der Regisseur Robert Wilson begann vor über einem Jahr mit den Proben, ein Workshop. Jetzt sind seine Bildergeschichten wie ein Mosaik zusammengesetzt. 4 Stunden Spielzeit, kaum Text, mehr Geräusche. Alles verpackt in raffinierte Bühnenassoziationen, à la Robert Wilson. I started with the project with the title first. Ich fing mit dem Titel an. And I didn't have any idea of what the content would be. Und hatte da noch keine Vorstellung davon, was der Inhalt sein würde. Then I thought about doing something in the period of the 19th century. Der Inhalt ist wohl das Gilgamesch-Epos, einer der ältesten Geschichten der Menschheit. Aber die Legende ist erst im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Im Stück tauchen also auch die Neuzeit auf, moderne Zeiten, die Psychoanalyse und der Papst. Vier Stunden dauerte The Forest. Im Bilderwald konnte sich der Zuschauer verirren.
Robert Wilson hat also wieder zugeschlagen, und zwar mächtig und sehr teuer, allzu teuer, wie ich finde. Wie immer wird sich das Publikum in zwei Lager spalten. Aber selbst seine eingefleischte Gemeinde wird diesmal wirklich all ihre Liebe benötigen. Denn die Kopplung von so viel Prominenz brachte keine Verdopplung des künstlerischen Wertes. Der eine Star war dem anderen eher hinderlich. Von dem Gilgamesch-Epos und den Texten Heiner Müllers war auf der Bühne wenig auszumachen. Das erstrebte Gleichnis zwischen Mythos und Neuzeit blieb vage. Die Musik des Pop-Idols David Byrne wirkte erstaunlich konventionell, mal romantische Oper, mal melodramatischer Kintop. So konnte man, wie stets bei Robert Wilson, einige wunderschöne Bilder und Abläufe aus seinem märchenhaften Irrgarten bewundern. Aber auch sie bilden ja keine Überraschung mehr. Man sieht die gleichen Visionen und Automaten, nur mit ein paar neuen Dekorationen. Im ersten Teil wirkte das dressierte Spiel noch farbig und kurzweilig. Dann ließ der Reiz nach, die Spannung erlahmte. Der Streit ist ja so alt wie das Bildertheater des Robert Wilson selbst. Reine Kunst oder pompöser Leerlauf. Die Frage kann wirklich nur jeder für sich selbst beantworten. Ich gehöre zu denen, die den Kopf schütteln. Ja, Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, gestern stellten wir Ihnen einen freundlichen Berliner Busfahrer vor, für den der Dienst am Kunden wichtiger war als die Einhaltung der Dienstvorschrift. Fahrverbot und Versetzung lautete daraufhin die Frage. Wie sie gelöst wurde, erfahren Sie im Teil 2 der Fortsetzungsgeschichte von Holger Senft. Herr Sachse, gestern zum Abendschau-Interview wussten Sie noch nicht, was Sie mit Herrn Krüger machen sollen. Jetzt wissen Sie es. Wie ist die Entscheidung zustande gekommen? Wir haben den Vorgang sorgfältig geprüft und sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir ihn wieder fahren lassen können, aber gewarnt haben, in ähnlicher Weise bei ähnlichen Situationen vorzugehen. Auf Druck der Öffentlichkeit? Nicht auf Druck der Öffentlichkeit. Wir haben so entschieden, wie wir auch ohne Presseveröffentlichungen entschieden hätten. Und wie sieht jetzt Ihre Entscheidung aus? Darüber kann ich nichts sagen. Da bitte ich Sie um Verständnis, dass uns der Datenschutz in Personalfragen gebietet, Stillschweigen zu bewahren. Aber Herr Krüger fährt wieder. Ja. Kann er sich denn sowas nochmal erlauben? Das möchte ich ihm nicht raten. Es ist doch ein Verstoß gegen die Vorschriften und die Vorschriften sind auch zur Sicherheit der Fahrgäste. Mit einer kräftigen Verwarnung in der Tasche durfte Martin Krüger also heute Nachmittag wieder in seinen geliebten Bus steigen. Die BVG-Posse um Paragraphen-Hickhack entwickelt sich zu einer Geschichte mit Fortsetzung. Herr Krüger, eine Disziplinarmaßnahme wurde heute gegen Sie durchgeführt. Wie sah die aus? Man hat mir eine Abmahnung vorgelegt mit 4 Punkten, die ich unterschrieben habe. Und obwohl ich sie nicht akzeptiere, aber es wäre rechtlich gleichbedeutend gewesen, ob ich sie unterschreibe oder nicht unterschreibe. Mir war wichtig, wieder unter die Leute zu kommen und meine Fahrgäste und die Sympathien zu genießen, die mir die Fahrgäste neuerdings noch mehr entgegenbringen als früher schon. Wie sehen die 4 Punkte aus? Also die 4 Punkte, kann mich nicht genau daran erinnern. Das interessiert mich im Augenblick auch nicht genau, weil ich ja, wenn ich mir einen Rechtsanwalt nehme, müssen sie die Akte rausrücken. Aber es hat natürlich was mit dem Verlassen der Fahrstrecke zu tun, mit dem unordentlichen, in Anführungsstrichen, unordentlichen Abrechnen. Und ja, ich weiß nicht, da war noch irgendwas. Ja. Sie haben also diese Abmahnung bekommen und auch ein Dankeschön?